zur Hölle hört eigentlich gerade jeder mit Vanlife auf? Hallo und willkommen zu unserem letzten Vanlife-Video. After 6 years of Vanlife, we decided to call it quits. Das war's. Das letzte Video von Richtung Himmelblau. Ich glaube, ich habe eine Idee und es ist nicht das, was ihr vermuten würdet. Aber erstmal muss ich was suchen. Okay, ganz wichtig, bevor es losgeht, alle Erfahrungen, die wir hier mit euch teilen, sind natürlich 100% persönlich, individuell und total subjektiv. Das kann natürlich sein, dass das für euch total anders aussieht. Aber im Laufe der Zeit haben wir doch sehr, sehr viele Menschen getroffen und auch sehr, sehr viele andere YouTube-Videos gesehen und können uns so ein bisschen ein Bild machen, was für Phasen andere Vanlifer so durchlaufen. Phase Nummer 1. Stolz. Ich glaube, bevor es für jeden mit Vanlife losgeht, sind die ersten Berührungspunkte immer erstmal Social Media, was man so mit dem Vanlife verbindet. Man holt sich Inspiration, man macht sich einen Plan und kriegt so das erste Bild im Kopf, wie man sich Vanlife vorstellt. Das sieht, ich denke, für die allermeisten relativ ähnlich aus. Da kommen schöne Bilder aus der Natur, Partys am Strand, gemeinsam Picknicken in irgendwelchen Waldabschnitten. Alles Bilder, die sich, glaube ich, bei den allermeisten Menschen wiederholen und natürlich total getriggert sind durch die ganzen Social-Media-Kanäle, die das unweigerlich hervorrufen. Wenn man also den Plan beschließt, in dieses ganze Thema sich hineinzubegeben und seinen ersten Van kauft, beziehungsweise den erstmal suchen muss, dann ist das eine absolut aufregende Zeit. Kastenwagen suchen, ja, je nachdem, in welcher Zeit auch relativ kostspielig. Wir haben damals noch relativ viel Glück gehabt und mit unserem ersten Van Elvis echt einen Glücksgriff gehabt und waren natürlich super stolz, unseren ersten eigenen Kastenwagen zu besitzen, in dem eigentlich noch nicht viel drin war. Aber trotzdem hat man schon so ein bisschen ein Gefühl von Freiheit bekommen. Einfach nur mit dem Gedanken, dass man ja bald losfahren könnte. Wir haben dann wirklich zur dümmsten Zeit unseren Van ausgebaut, also kurz vor Winteranfang. Die Tage wurden immer kürzer, die Tage wurden immer kälter und es wurde immer anstrengender, diesen Van auszubauen. Als das Ding dann fertig war, also ich glaube, wir konnten es beide nicht begreifen und es war auch wirklich an der Zeit, weil jeder Monat, den man länger dran rumschraubt, ist natürlich die Gefahr größer, dass man das irgendwann hinschmeißt, weil man einfach nur die Sehnsucht hat, loszukommen. Und wenn es dann irgendwann losgeht, dann ist man einfach nur froh und einfach voller Vorfreude. Unsere erste Station ging dann direkt nach Italien, mitten in der Corona-Zeit. Es war ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, getrieben von hohen Erwartungen. Und wir konnten es kaum glauben, dass wir einen Van einfach selber erschaffen haben, aus Teilen, die wir aus dem Internet bestellt haben, mit Wissen, das wir aus dem Internet bekommen haben und jetzt etwas in den Händen hatten, was einfach real war, was nicht nur ein Produkt ist, das im Computer lebt, sondern das man anfassen kann, in dem man sogar wohnen kann, in dem man drinnen kochen kann, in dem man drinnen schlafen kann und in dem man ganz Europa erkunden kann. Und das hat uns einfach voller Vorfreude und voller Stolz gemacht, mit Elvis die ersten Monate in Europa rumzufahren und einfach nur auf gut Glück ins nächste Land zu fahren. Phase 2. Euphorie. Okay. Ihr habt also euren Van. Ihr seid losgefahren und könnt euer Glück kaum fassen. Ihr seid in die ersten Länder gefahren, seid an den ersten Stränden gestanden, habt vielleicht die ersten anderen Vanlifer kennengelernt und der Euphorie-Level will einfach nicht sinken. Also ihr kommt von einem hoch ins andere. Ihr merkt, was für ein Glück ihr eigentlich habt,
mit so einem Auto durch Europa rumreisen zu können. Und uns ging das nicht anders. Ich glaube, das Krasseste und das Tollste am Vanlife war für mich immer das Freiheitsgefühl. Also das Gefühl, hinzufahren, wohin du möchtest und keinem Rechenschaft schuldig zu sein. Und dieses Gefühl habe ich in der Form noch nirgends anders erleben dürfen. Wir standen an den krassesten Stränden, wir standen mit den teuersten Häusern auf Mallorca in der ersten Linie in der Nebensaison. Und man kann Sachen machen, die man normalerweise nicht machen kann. Du kannst in erster Reihe an den tollsten Stränden stehen, du kannst mitten im Wald stehen, du kannst hinfahren, wohin du möchtest. Und die Möglichkeiten scheinen dir zu diesem Zeitpunkt einfach unbegrenzt. Dieses Gefühl von absoluter Selbstbestimmung, das ist unbeschreiblich toll und das ist auch was wir jedem empfehlen können. Nie dagewesene Art von Freiheit. Das ist absolut süchtig machend. Hinzu kommt, dass man merkt, wie viele Sachen eigentlich völlig unnötig sind, von denen man vorher dachte, dass man ohne sie gar nicht auskommen könnte. Dinge, die einem früher so viel bedeutet haben, haben eigentlich gar keinen Wert mehr, weil das Gefühl von Freiheit einfach überwiegt und viel, viel wichtiger ist als Klamotten, Elektronikgeräte. Und man merkt einfach, auf welche wesentliche Dinge man sich konzentrieren kann und ein höheres Gefühl an Glück empfinden kann. Und das ist unbeschreiblich und diese Erfahrung würde ich auch jedem empfehlen zu machen, weil man Sachen hinterfragt, die man früher nicht hinterfragt hat und vielleicht ein Stück weiterkommt und sich auf die Dinge fokussieren kann, die einem wichtig sind. Phase 3. Ernüchterung. Ihr habt halb Europa erkundet und so langsam werdet ihr mit der Realität konfrontiert. Auch euer erster Van ist nicht perfekt ausgebaut. So ging uns das auch. Mehr und mehr Sachen gehen einfach kaputt und fangen an zu nerven. Das wird jedem so passieren. Da bin ich sehr überzeugt von. Wenn ihr davor noch kein Wohnmobil besessen habt und die Erfahrung noch nicht gemacht habt, dann ist das unweigerlich, dass das Thema kommen wird, dass euch Sachen an eurem Van nerven werden. Gerade wenn so langsam das Abenteuergefühl ein bisschen nachlässt und ihr schon so ein bisschen verstanden habt, worum es im Vanlife geht und was so auf euch zukommt und was euch erwartet, dann ist meistens der Moment, in dem das Wasser kaputt geht. Oder vielleicht eure Trockentrenntoilette. Und spätestens, wenn der Strom nicht mitkommt, so wie ihr es gewohnt seid, dann müsst ihr handeln und ihr müsst was verbessern und das im Ausland. Das ist wirklich nervig und das ist uns sehr häufig vorgekommen. Und am Anfang nimmt man das auf jeden Fall noch mit Humor und auch beim zweiten und dritten Mal ist das nicht so schlimm. Aber wenn dann Tag für Tag irgendwas kaputt geht, der Platz vielleicht doch ein bisschen zu klein bemessen ist, dann fängt es an, so ein bisschen zu nerven im Hintergrund. Ihr merkt schon, es ist doch nicht ganz so 100% alles so wie zu Hause, sondern ihr seid auch Kompromisse eingegangen und die Kompromisse werden euch einholen. Hinzu kommt, dass ihr nicht auf eurem Privateigentum steht. Entweder ihr steht auf Campingplätzen, wo ihr euch mit euren Nachbarn, euren anderen Campern arrangieren müsst, oder ihr steht frei und seid so, den lokalen Menschen total ausgesetzt. Falls sie keinen Bock auf euch haben, dann werden sie es euch sagen. In Albanien wurden aus diesem Grund uns die Reifen aufgestochen. Ihr müsst euch also mit dem Gedanken arrangieren, dass ihr nur geduldet seid. Und das klappt manchmal mehr und manchmal weniger. Hinzu kommt natürlich, dass mit fortreisender Reise euer Geldbeutel immer kleiner werden wird. Die Reserven von Anfang schrumpfen zusehends. Und früher oder später kommt jeder zu dem Gedanke, der sich weiter damit beschäftigen möchte und weiter im Van leben möchte, dass er irgendwie von unterwegs Geld verdienen muss, um diesen Lebensstil weiter fortzuführen. Das Leben im Auto ist nicht so günstig, wie man sich das vielleicht vorher vorstellt. Und spätestens, wenn dieser Gedanke kommt, kann es sehr gut sein, dass euch der Van entwächst und eure Gegebenheiten sich neu angepasst haben und eure Bedürfnisse an den Van ganz andere sind, als zu dem Zeitpunkt, als ihr losgefahren seid. Und das war für uns der Zeitpunkt, dass wir entschieden haben, auf Mallorca, hey, wir müssen einen zweiten Van ausbauen, wir müssen was Größeres bauen, wir brauchen Platz zum Arbeiten.
Denn für uns war klar, dass uns der Lebensstil total gefällt und dass wir das weitermachen wollen. Aber ohne Geld geht's einfach nicht. Und in unserem ersten Van Elvis war einfach nicht die Möglichkeit, dass 2 Leute 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und am Ende ist es nicht nur das Geld, was zählt, es ist auch ein Purpose, ein Ziel, ein Verständnis von einer gewissen Art von Motivation, was ich auf der Reise machen will. Nicht nur Reisen des Reisens willen, sondern eine Motivation dahinter zu finden. Und genau damit sind wir in der 4. Phase gelandet, der Sturheit. In dieser Phase werden einem genau die Punkte, die Fabi eben in der Ernüchterungsphase festgestellt hat, immer bewusster. Und doch möchte man, und das wollten auch wir, an seinem großen Traum vom Fulltime-Vanlife festhalten, weil genau dafür hat man ja, und wir vor allem, unseren zweiten Van ausgebaut. Bei uns war das Ganze so, dass wir in Marokko einfach nach und nach festgestellt haben, dass uns viele Dinge stören, dass wir nicht so ganz glücklich sind mit der Situation. Und trotzdem waren wir gefangen in dieser Vanlife-Bubble. Wir hatten diesen Traum, wir fanden das toll, wir machen unsere Videos darüber. Und es ist uns extrem schwer gefallen, wirklich zu sagen, okay, wir müssen etwas ändern. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben auch in Marokko wieder die tollsten Plätze besucht, die schönsten Städte erkundet, ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und das alles hat uns natürlich auch extrem glücklich gemacht und trotzdem war da irgendetwas in uns, was gesagt hat, irgendwas müssen wir ändern und ja, dieser Ruck kam aber noch nicht so richtig, das auszusprechen. Wir haben dann ganz, ganz viele Gespräche geführt, sehr viel kommuniziert, es sind auch ein paar Tränchen geflossen, vor allem bei mir. Aber man wollte sich das anfangs einfach nicht eingestehen. Ja, nach mittlerweile fast 2,5 Jahren zu dem Zeitpunkt, die wir umhergereist sind und in unserem Van leben, haben wir natürlich auch so viele Orte besucht, dass es einfach im Kopf auch eine gewisse Überladung von Reizen war. Dadurch, dass man jeden Tag neue Dinge sieht, sehr viel umherreist, vieles erlebt, viele Menschen kennenlernt, kann das der Kopf irgendwann gar nicht mehr verarbeiten und auch die Emotionen sind irgendwann so voll, dass man keine neuen mehr aufnehmen kann. Doch genau aus dieser Sturheit, an dem großen Traum und seinem Weg festzuhalten, entwickelt sich irgendwann die nächste Phase. Und das ist die Sehnsucht. Ja, was meinen wir mit Sehnsucht? Bei uns war es natürlich ganz extrem, dadurch, dass wir die vielen tollen Menschen kennengelernt haben. Es waren immer wieder neue Emotionen, jedes Willkommen heißen heißt auch automatisch irgendwann ein Abschied. Und das alles hat dazu geführt, dass wir uns irgendwann nach Stabilität gesehnt haben. Mit Stabilität meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass es ja jeden Tag das Gleiche sein muss, sondern vielmehr nach einem stabilen Ort, einem stabilen sozialen Umfeld und nicht täglichen abwechselnden Eindrücken oder Menschen oder Orte. Das war auch ein Stück weit der Grund, warum wir für uns jetzt gesagt haben, wir wollen eine feste Homebase in Deutschland haben, um uns wieder unser normales, stabiles Umfeld aufzubauen, um vielleicht auch wieder neue Projekte zu starten. Denn auch das haben wir gemerkt, dass wir Sehnsucht haben, etwas Neues zu kreieren, etwas Neues zu erschaffen. Und daran wollen wir natürlich anknüpfen. Schlussendlich wollen wir beide nochmal auf jeden Fall festhalten, dass wir unglaublich dankbar sind für diese Zeit und auch die Erfahrung, die wir sammeln durften, die Menschen, die wir auf dem Weg kennenlernen durften und ja einfach die ganzen 2,5, 3 Jahre, die wir jetzt dieses Thema machen. Was ist jetzt also unser Fazit nach diesen 5 Phasen? Also zuallererst kann man sagen, diese 5 Phasen sind genau das, was wir persönlich in den letzten 3 Jahren erlebt haben. Fanden wir deshalb diese letzten 3 Jahre schlecht? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben es geliebt, was wir gemacht haben. Wir sind mit viel Leidenschaft dabei, mit viel Herzblut und haben vor allem unendlich viel lernen dürfen. Und vor allem haben uns diese Phasen dazu gebracht, uns weiterzuentwickeln. Und auch wenn es etwas poetisch klingt, Leben heißt Veränderung und Weiterentwicklung. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir diese Erfahrung machen durften und jetzt natürlich auch noch weiterhin machen. Wir sind unglaublich stolz und sind unglaublich froh, dass wir die Erfahrung sammeln durften, dass wir die Menschen kennenlernen durften auf dem Weg, die wir getroffen haben. Wir wollen euch auf jeden Fall ermutigen, euren Traum zu leben und wenn das für eine gewisse Zeit Vanlife ist, dann macht das auf jeden Fall. Wir konnten da sehr, sehr viel mitnehmen und sind sehr stolz und sehr froh, dass wir diese Zeit gemacht haben. Und gleichzeitig darf man da nicht nur an dieser einen Thematik festhalten.
Seid offen für Neues, Veränderung gehört dazu zum Leben und das mussten wir auch lernen. Wir freuen uns riesig, wenn es jetzt bald für uns Richtung Skandinavien losgeht und wir genau diese Euphorie wieder verspüren, wie wir sie hatten, als wir das erste Mal losgefahren sind. Ihr könnt euch also auf weitere Videos von uns freuen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und in dem Sinne wünschen wir beiden euch jetzt ein wunderschönes Sommerwochenende.